Hallo liebe Malfreunde und herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal. Erst einmal, bevor ich heute beginne, ein großes Dankeschön an euch, denn wir haben die 1000 Abonnenten-Marke geknackt. Da sind wir ganz besonders stolz drauf und es motiviert uns weiterzumachen. Und weil es sich sehr viele gewünscht haben, soll auch heute dieses eine Wunschmotiv hier vorne gemalt werden und zwar uncut. Das heißt also, ihr werdet jeden einzelnen Pinselstrich sehen und ihr werdet natürlich wahrscheinlich auch sehen, so schwierig ist das Ganze gar nicht. Na? Also bleibt schön dran, seid gespannt. Was malen wir heute? Wir malen heute ein Seelandschaftsmotiv. Ja? Also vielleicht mit einem schönen kleinen einfachen Himmel und so ein paar kleine Wellen, vielleicht noch eine größere Welle, die weiter vorne ist und mal sehen, was wir noch alles so Schönes rein machen in das ganze Bild. Ne? Ihr wisst ja, dass ich immer so ein bisschen eine ganze Vorliebe habe für irgendwie Spontanität oder sowas. Ja? Das bedeutet, ich habe jetzt hier keinen absoluten Plan, sondern wir werden einfach loslegen und sehen, wo das Ganze endet. Okay, ich habe mich gerade entschieden, ein bisschen mehr Wolken zu machen. Und vielleicht mache ich die ein bisschen heller. So. Ja, hier noch ein bisschen was. Überall mal so ein paar kleine helle Punkte machen. Ja? Die sieht man dann auch. Selbst wenn man viel Helligkeit im Bild hat, ja, oder in diesem Fall hier einfach im Himmel. Und überall mal so ein paar hellere Punkte macht, die sieht man dann einfach etwas besser. Ja. Gehe ich jetzt hier schön zart rüber. Über das gesamte Wölkchen. Kann man natürlich auch, ich nenne es mal etwas härter, kann man das natürlich auch lassen. Ne? Geschmackssache. Ja, weichere Wolken finde ich persönlich immer ein bisschen netter, ein bisschen schöner. So, schauen. Vielleicht habe ich hier noch eine. Oh ja, sieht ganz gut aus. Schöner, großer, fetter Wolkenturm ist das. Und ich nehme hier auch ordentlich Farbe. Ja, sieht man wahrscheinlich gar nicht so. Aber ich habe hier ganz gut Farbe dran. Sonst passiert auch weniger, ne? Wenn ihr weniger Farbe nehmt, passiert einfach weniger. So, vielleicht lasse ich hier noch irgendwelche Sachen. Ja? Ihr seht, der Pinsel, der macht ja einfach voll crazy Sachen. Man darf ja ruhig richtig crazy bei werden. Hm? Ihr könnt natürlich den Himmel viel blauer lassen, aber ach, ich habe mich jetzt für viele Wolken am Himmel entschieden. Ja, dann soll es so sein. Viele große, fette Wolken. Schauen, was noch alles so kommt. Für was ich mich noch spontan entscheide hier. Ja, ein bisschen weicher machen das Ganze. Weicher, weicher, weicher. Ja. Schaut mal, wie schnell das ging, oder? Guckt ruhig immer mal auf die Uhr, wenn ihr wollt. Ja, dann seht ihr, heute zeige ich ja wirklich jeden Pinselstrich. Heute haben wir wirklich nicht so eine, ich nenne es mal so eine Cut-Version von Maltutorial.
ja, sondern heute zeige ich euch wirklich jeden einzelnen Pinselstrich. Und das bedeutet, ihr könnt wirklich mal genau schauen, wie lange man tatsächlich für sowas braucht. Ach, was soll's, vielleicht ist hier irgendwas noch Großes. So. Okay. Vielleicht reicht das langsam. Guti. Den finde ich schon ganz fluffig. Okay, hier oben noch mal ein bisschen was verschlimmbessern. Nicht so schön immer sagen. Ein bisschen mehr Helligkeit reingehauen. So, der Rest bleibt blau. Okay, gut. Als nächstes mische ich mir einfach mal ein schönes dunkles Blau zusammen. Ja? Am Mischen mache ich am liebsten immer mit einem Spachtel. Ich packe mir jetzt einfach mal so ein bisschen Blau rüber. So. Ein bisschen Blau und ein bisschen Schwarz. Blau und Schwarz. Das mische ich mir jetzt einfach mal zusammen hier. So. Mal schauen, was das wird. Auf jeden Fall ein dunkles Blau. Das hätte ich gern. Ein schönes dunkles Blau. Gucken wir mal. Oh ja, das sieht ganz gut aus. Ja, ich nehme vielleicht noch mal ein winziges bisschen Blau mit dazu. Brauchen einfach noch ein bisschen Farbe. Und noch mal eine schöne Ecke Schwarz dazu. So, soll ausreichen. Meinen Lieblingspinsel, den nehme ich dafür. Und zwar haue ich den genau in dieses dunkle Blau so ein bisschen rein. So, okay. Jetzt entscheide ich einfach mal, wo ist denn jetzt hier grob mein Horizont? Ja, also ich habe ja gesagt, ich will nicht ganz so viel Himmel haben heute. Das heißt also, ich schneide jetzt einfach hier irgendwo den Himmel so ein bisschen ab. Ja, vielleicht hier. Mutig sein. Zack. Schön dicken, dunkelblauen Strich haben wir jetzt hier drin. Ne? Das sollte natürlich möglichst waagerecht sein, das Ganze. Ich sag mal so, manchmal kann man sich so ein bisschen Kreppband oder irgendwas zur Hilfe nehmen. Aber für mich persönlich, ich halte es am liebsten so einfach wie möglich, mit wenigen Hilfsmitteln, ja, dass ich einfach viel mehr Spaß an der Sache an sich habe. Ne? Ich will jetzt hier gar nicht groß mit Klebeband oder so rumhantieren. Ich will loslegen und zwar sofort. Manche nennen das faule Künstler, aber ganz ehrlich, ne? Wenn einem das reicht, warum nicht? Ja, und es ist doch halbwegs gerade. Man darf ja auch nicht vergessen, Wasser hat ja Bewegung. Ja? So. Und alles, was sich bewegt, ist sowieso nicht gerade, ne? Oder perfekt, waagerecht oder sowas. Perfekt gibt es sowieso nicht in der Natur. Wir denken das zwar immer, aber gibt es nicht. So, hier unten noch ein bisschen. Oh ja, schön. Schön dunkel. Ja, und das male ich hier einfach so ein bisschen aus. So. Dafür eignet sich der große Pinsel wirklich am allerbesten. Muss man nicht ganz so viel machen. Er macht vieles von alleine. So. Ich glaube, das reicht aus. Oder? Schönes dunkelblau. Ja, das finde ich gut. Okay, gut. Was habe ich denn jetzt hier drüben noch? Ich habe hier noch so einen schönen Pinsel. Also der ist jetzt sauber. Und ich nehme einfach etwas Braun. Und damit das Braun ein bisschen dunkler wird, nehme ich ein kleines bisschen Schwarz mit dazu. Ne? Nur um das Braun etwas abzudunkeln. Heute hier bloß so ein kleines bisschen Braun. Winziges bisschen. Sieht doch schon aus wie eine Seenlandschaft, oder? Bisschen. Könnte man sich schon ein bisschen was drunter vorstellen. Okay, gut. Mein dunkles Braun habe ich jetzt hier. Und jetzt male ich hier unten noch ein bisschen was aus. Das wird vielleicht nachher so ein kleines bisschen Strand. Ja?
So, okay, auch noch ein bisschen. So. Das hier unten noch ein bisschen, da wo die Leinwand sich krümmt. Ja, sollte man immer so ein bisschen mitmalen, das Ganze. So, mit bemalen. Dass man das nicht vergisst. Sieht dann manchmal komisch aus, wenn es hier unten so weiß ist. Ne? Okay, gut, das habe ich jetzt hier auch ausgemalt. Und schwer bisher? Ihr könnt das. Ihr könnt das. Und zur Not einfach üben. Okay, guti. Irgendwo hier drüben habe ich jetzt noch mal einen kleinen Pinsel. Fächerpinsel. So, nehmen wir mal ein bisschen Weiß. Von gerade eben, ne? Weiß von unseren Wolken. Ja, im Prinzip ist es eigentlich mehr oder weniger blau-weiß. Ne? Dadurch, dass ich immer wieder hier hin und her gehe zwischen Leinwand und Palette, nehme ich natürlich ein bisschen Farbe mit. So, ui, das sieht ganz gut aus. Hier, der höchste Punkt der Welle, der ist hier. So, und dann geht sie irgendwie so ein bisschen nach unten raus und weg. Okay, ich sage jetzt einfach mal, das soll jetzt erstmal grob genügen. Hier will ich meine große Welle haben. So, gut. Was mache ich jetzt? Ein bisschen so Horizont. Ja, so kleine Horizontwellen. Das heißt also, wenn ihr jetzt zum Beispiel merkt, oh, ich habe hier ein bisschen rumgeschludert, ja, mit meinem Horizont, der ist vielleicht ein bisschen schief oder sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus, dann kann ich jetzt das so ein bisschen ausgleichen oder reparieren, so nenne ich es jetzt einfach mal, mit unseren kleinen Hintergrundwellen. Ja, diese vielen kleinen Striche sind alles winzig kleine Hintergrundwellen. Sieht jetzt vielleicht noch nicht so aus, aber ja, später, denke ich mal, wird das schon so sein. Und wenn nicht, dann... Ach doch, das wird schon. Bin zuversichtlich. So, ich nehme jetzt hier nochmal mein Fächerpinselchen. Ich streiche die jetzt hier hinten einfach nochmal ein bisschen aus. Ja. Im Prinzip müssen wir bei Wasser eigentlich immer nur dafür sorgen, dass alles irgendwie so ein bisschen zusammenkommt. Ja? Alles so ein bisschen zusammenkommen. Nichts steht alleine. So, können wir auch noch mal ein bisschen was reinmachen hier so. Nichts steht alleine. Die gehören alle zusammen.
So, geht nicht zu dolle rein, sonst haut euch so viel weg. Müsst das wieder reinsetzen. Passiert auch nicht viel. Ja. So, dann müsst ihr das höchstens wieder reinsetzen. Okay, gut. So, ich nehme noch mal ein bisschen Weiß, mein Pinselchen. Vielleicht habe ich ja hier irgendeine kleine Welle, die hier noch mal ein bisschen hier so vielleicht lang geht. Jetzt verbinde ich. So. Ja, ist doch cool, oder? Einfach so ein paar kleine Striche und schon entsteht hier richtig irgendwie Bewegung in unserem Bildchen. Ich verdeutliche das einfach mal, oder? Finde ich mich jetzt mein, ja, vielleicht Zweitlieblingsinstrument. Oder vielleicht auch mein Lieblingsinstrument, weiß ich gar nicht. Also der 2 Zoll Pinsel oder der Spachtel ist eigentlich mit das Coolste. Ja, wenn man das Ganze so ein bisschen übt, ja, ist unglaublich, was man damit machen kann. So. Nochmal ein bisschen Weiß von hier hinten. Ne? Meine Palette steht ja hier hinten. Oder liegt. So, machen wir mal ein bisschen schöner das Ganze. So. Und dann verblende ich das Ganze. Ja. Und vielleicht passiert hier auch noch irgendwas, wer weiß. Ein bisschen Wischiwaschi machen. Gut, okay. Passt auf, ich habe eine Idee. Also, nehmen unser Spachtelchen hier und ein bisschen von diesem dunkelbraunen Braun hier, was wir jetzt hier vorhin uns zusammengemischt haben. Ne? Das ist im Prinzip das, womit wir unseren, ich nenne es mal Strand, ja? Also dieses hässliche braune Zeug erstmal hier unten, was nachher sowas wie ein Strand sein soll. Dieses Braun nehme ich einfach mal und ich sage jetzt, vielleicht ist ja hier hinten ein winzig kleiner, niedlicher, schnucklicher Felsen. Irgendwas, was hier im Wasser liegt. Ja? Sieht doch cool aus. Cool. So, vielleicht hier noch einer. Ja, der ist ein bisschen größer. Der ist ein bisschen näher dran, der darf ein bisschen größer sein. Dann setze ich jetzt hier drauf ein bisschen Braun und etwas von diesem wunderschönen Weißblau. Mache mir jetzt hier bloß ein bisschen was Hellbraunes, mische ich mir zusammen. Messer natürlich wieder sauber machen. Ne? Künstler sind immer ordentlich. Immer. Und eine kleine Farbrolle von diesem schönen hellbraunen Zeug. Ich nehme mal eine kleinere, war ein bisschen riesig. Okay. Und dann kriegt ihr hier so ein winziges kleines Highlight. Vielleicht mache ich es mal etwas heller. Ich denke, im Bild sieht man das dann etwas schöner, als ich etwas heller mache. So. Gucken. Oh ja. Sehr schön. Okay, der gefällt mir. Ist ja nur ein kleiner. So, hier kriegt ihr auch noch was. Ja, das ziehe ich hier, oder ich schmiere es besser gesagt, einfach nur wunderschön drauf. So, hier auch noch ein bisschen was. Okay. So, der vordere kriegt natürlich auch noch was. Zack. Hier vorne knallt das Licht drauf. Da ist er auch am hellsten. Zumindest habe ich das jetzt so entschieden. Das finde ich immer so toll. Ja, habe ich auch schon, sage ich auch in den anderen Videos immer.
dass man sich so toll individuell und so frei entscheiden kann, wie man was macht. Das ist halt das Besondere, finde ich. Ja, und wenn ich als ehemaliger Kunstbanause und Viererschüler, also was zumindest Kunst angeht, wenn ich das sage, dann muss schon ein bisschen was dran sein. Ja, kommt doch schon irgendwie hin. Oh, ein bisschen was. Gut, okay, also ich sage jetzt einfach mal, wir kümmern uns jetzt, ich meine, man könnte jetzt hier hinten noch ein bisschen was Schönes machen oder hier vorne irgendwie so. Wir kümmern uns jetzt mal hauptsächlich um diese etwas größere Welle. So, ich habe mir noch mal ein neues Weiß gerade hier drauf gemacht. Frisch aus der Tube, frisches weißes Weiß. Alles schon verschleudert gehabt hier. So, okay, und dann sagen wir einfach mal, vielleicht ist ja hier irgendwo so ein kleiner Überschlag hier in unserer Welle. Ja, hier irgendwo. Ja, dann setzen wir ihn auch einfach rein. Hier schlägt die Welle irgendwie so ein bisschen über. So. Und hier auch noch. So. Und verdeutliche es mal noch ein bisschen. Etwas mehr Farbe nehmen und dann kann man hier nochmal das ein bisschen mehr verdeutlichen, das Ganze. So, hier vielleicht auch. So, zack. So sieht man es etwas mehr. Hier auch, zack. So, noch ein bisschen weicher machen, indem man noch mal kurz drüber geht. Okay, soll ausreichen. So. Dann haben wir hier vielleicht so einen transparenten Punkt. Den könnte ich eigentlich auch mal schon mal so ein bisschen einsetzen. Irgendwo hier das sogenannte Auge der Welle. Ja, der transparente Punkt. Also im Prinzip, wenn die Welle so überschlägt, dann kommt von hinten Licht dann daran. Ja, oder besser gesagt, es kommt durch das Wasser. Und das Wasser, wenn die Welle hochschwappt, ist auf jeden Fall dünner. Ja? Und dadurch kommt dieses Licht, also so sieht es zumindest aus, als ob dann da richtig Licht rauskommt. So, hier pack jetzt einfach mal hier schön was rein. So, das soll richtig schön hell sein. Natürlich kann man das Ganze auch dunkler halten, ne? Aber gerade so bei Meereslandschaften, aber das ist so eine Sache, so vielleicht persönliche, sag ich mal, so, ne? Manch einer mag es ein bisschen heller, dunkler. Ich mag es eigentlich auch immer etwas mehr so in die dunklere Richtung, außer bei Seelandschaften. Das ist halt ganz cool, wenn man es etwas schön hell macht. So, und hier mit einem 2 Zoll Pinsel mache ich das nochmal schön weich. Ja, diesen transparenten Punkt, der wird jetzt butterweich. Butterweich. Hm? Wie so ein Nebel, der vielleicht aus, ne? Kann man auch hier so ein bisschen rausziehen, das Ganze. Hier auch so, mal richtig rausziehen. So, zack. So, okay. Ein bisschen weicher. Hier oben auch noch.
Da, wo ihr meint, wo es noch etwas, ich nenne es mal hart aussieht, ja, da geht ihr einfach noch mal schön lang mit eurem Pinselchen. Und schon sieht es weicher aus. So, jetzt könnte ich theoretisch weitermachen und könnte jetzt sagen, oh, das ist mir vielleicht noch nicht hell genug. Okay, dann setze ich nochmal Farbe ein. Ja. Geschmackssache. Guckt euch mal wirklich bewusst Wellen in der Natur an, die sich überschlagen. Und ihr werdet dieses Auge der Welle, wenn man aufmerksam sich das Ganze anschaut, in der Natur, wird man das erkennen. So, okay, ich nehme jetzt noch mal einen neuen Fächerpinsel und mit diesem Fächerpinsel gehe ich noch mal schön ins Blau. Ich nehme jetzt einfach mal das Blau, das dunkle Blau von unserer Meereslandschaft hier unten. Ich hau noch mal ein bisschen mehr Blau rein, ich brauche etwas mehr Farbe. Und von mir aus sogar noch mal ein bisschen, ich glaube schwarz oder so ist das, ne? Ja, sieht so aus. Ich mache das Blau einfach noch mal dunkler. So, gucken, dass es hier nicht so beim Licht so schimmert. Ja, das ist ja Ölfarbe. Ölfarbe leuchtet immer und schimmert immer so ein bisschen, wenn da das Licht im falschen Winkel drauf geht. So, und mal hier noch mal ein bisschen schwarz. Irgendwas Dunkles. Wir werden sehen, ob es dunkel genug ist oder nicht. Okay, hier überschlägt sich die Welle, ja, und dann trifft sie irgendwo auf.
Okay, gut, soll ausreichen. Jetzt hole ich die ganze Welle noch mal ein bisschen mehr nach unten. Und dann muss ich natürlich noch einen Grund kriegen, warum das hier überhaupt so rumsprudelt. Ja, so, also ich hole jetzt die Welle erstmal so ein bisschen noch nach unten. So. Sonst schwebt sie die ganze Zeit. Ja, und so kriegt sie noch ein bisschen mehr Input. So. Hier sprudelt sie so rum. So. Gut. Und hier noch ein bisschen was. Okay, und hier sind wir waagerecht. Das heißt also, unsere Welle ist jetzt unten angekommen. Von hier aus wird Wasser gezogen und irgendwann überschlägt sich das Ganze. Guti, okay. Vorne noch ein bisschen was. So. Irgendwas passiert ja auch noch. Ah, ich mache hier auch noch bloß ein paar Striche hier und da. Schauen wir mal hier vorne. Ich bin noch nicht ganz so zufrieden mit. Ich ziehe das hier immer noch mal ein bisschen so lang. So. Und das da hinten, das verblende ich hier einfach mal. Das ziehe ich hier mal weg. Und schaut mal, schon ist aus dieser etwas dickeren Wulst, was ich jetzt hier gemacht habe, ja, die ist jetzt wie weggeschnitten, wie weggekillert. So, und jetzt nehme ich meinen super kleinen, niedlichen Fächerpinsel und ein bisschen weiß und dann packe ich hier noch mal so ein paar helle Sprudler dran. Ne? So, hier sind so ein paar Sprudler noch. Gut. Viele müssen es nicht sein. So. Nur hier und da. So, damit wir das jetzt hinten wieder ein bisschen besser sehen, komme ich noch mal ein bisschen Farbe noch mal ran. Okay. Sprudelt es auch noch mal ein bisschen mehr. Wer weiß, was an der Stelle ist. Oder hier. Gut. Ja, und da sieht das so aus, als ob hier tatsächlich die Welle wie so ein bisschen wie einknickt. Knickt hier so ein bisschen wie ein. Oh, das verblende ich hier noch ein bisschen, mache es im Prinzip nur weicher. Ja? Cool, oder? So, passt auf, mit dem Spachtel kann man hier wunderschön einfach nochmal mit so ein bisschen hin und her Gezieher nochmal solche kleinen Vordergrundwellen, ne? Oder irgendwelche Sachen, die mit dem Wasser so hier sich so bewegen, kann man hier auch nochmal ein paar Vordergrundwellen so reinziehen. Im Prinzip drücke ich nur auf, mache so Schnittbewegungen und ziehe das hier mal so ein bisschen lang. So, oder? Oder so. Mal ein neues Pinselchen. So, und hier geht vielleicht sogar das Wasser wie so ein bisschen in die Welle rein. Zack, zack, zack. Ach, hier ist auch noch so ein bisschen kantig. So, weg ist es. So, und jetzt für die Mutigen unter euch. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen dunkles Braun. Und jetzt hauen wir hier vorne einfach noch mal einen schönen Felsen oder irgendwas rein. Irgendwas, woran die Welle tatsächlich dann auch brechen kann. Oder so draufknallt. So.
hier, kleine Wasserlinie. Ja, irgendwie schwappt hier auch ein bisschen Wasser rein. Cool. Ja, die Welle, die donnert hier und hier bewegt sich das Ganze einfach unwahrscheinlich viel. So, hier ist auch noch irgendwas an Wasser. Hier schwabbelt auch noch ein bisschen was rum. So, hier und da. Ach, einfach mal wischiwaschi. Wischiwaschi hier. So, hier vielleicht noch ein bisschen. Okay. Ach ja, weil ich gerade dran denke, könnte ich ja auch. Vielleicht können wir hier auch noch mal ein bisschen was toben lassen. Ne? Vielleicht knallt hier noch mal was gegen. Ha? Total cool. So ein paar kleine Sachen, ja, einfach reingetupft und schon fertig. Ja, und dann denkt man, um Gottes Willen, wie toll. So, hier vielleicht auch. Vielleicht ist hier irgendwo Wasser gegen geknallt. Ein bisschen mehr Weiß nehmen. So, hier knallt auch irgendwo Wasser gegen. Irgendwas ist hier gegengehauen an Welle. Ja, vielleicht sprudelt hier auch noch eine kleine Welle rum. Ja. Verblende ich das Ganze noch ein bisschen, dass es ein bisschen weicher aussieht. Ja, und dann ist hier auch so eine kleine Welle. So. Okay. Oder irgendeine Wasserbewegung. So. Und vielleicht hier auch noch. Hier vielleicht noch mal einer, die ein bisschen imposanter ist. Ja? Ui. Geht sogar über die andere kleine da im Hintergrund einfach drüber. So, jetzt lasse ich sie so zart ein bisschen auslaufen. Ne? Und jetzt haue ich sie ins Wasser mit unten rein. Ja, die bauscht sich gerade auf. Ne? Die ist schon am Überschlag und die bauscht sich gerade auf für den Überschlag. Könnte man zumindest meinen. Oder? Gut, warte, ich mache hier auch noch ein bisschen bisschen mehr noch mal an der Stelle. So, wer weiß, was hier ist. Vielleicht auch irgendein Felsen unter Wasser oder so. Richtiger Wellenturm hier. So, und vielleicht ist hier hinten noch irgendeine kleine, die hier rumsprudelt. Einfach nur mit ein paar kleinen Tupfern. Schon ist sie drin. Schon ist sie drin. Ja? Da passiert auch hinten ein bisschen mehr. Vielleicht mache ich die ein bisschen größer. So. Ja, fantastisch. Super. Mega cool. Und vielleicht sprudelt hier auch noch ein bisschen was rum. Ne? Jetzt haben wir hier den Felsen eingesetzt. Jetzt können wir auch noch mal hier entscheiden, wo vielleicht noch mal Wasser richtig hervorkommt. Guti. Den Felsen wollen wir natürlich nicht einfach so hässlich und dunkel lassen. Die machen wir auch noch ein bisschen schöner. Wir haben hier ja noch unser helles Braun. Ja, zack. Noch ein bisschen weiß oder weiß-blau rein. Egal. Irgendwas Helles. Irgendwas Schönes. Und dann kann ich hier natürlich auch noch mal das Ganze ein bisschen hübscher machen. Cool, oder? So ein paar Mal den Spachtel drüber gespachtelt und schon entsteht hier ein Felsen. Wo ich das allererste Mal hingekriegt habe, habe ich gedacht, oh Gott, unglaublich. Habe ich mich gar nicht mehr eingekriegt. Das war mir heute noch so. Ich denke, oh Gott, cool. So, hier habe ich auch noch ein bisschen braun. Vielleicht hier auch noch hier vorne irgendwie was. Ja, hier haben wir noch so eine Landzunge, nenne ich es mal, vom Felsen. Ja, dann können wir auch noch mal eine reinmachen. Gut. Mega. Und wer richtig noch ein bisschen Bock hat, was zu machen, man kann auch in diese Schattenbereiche so ein kleines bisschen Blau reinhauen. Ja? Blau ist immer, ich nenne es mal die Farbe des Schattens. Die Farbe des Schattens. So, einfach ein bisschen, dass der Schatten auch noch ein kleines Highlight kriegt. Ja? Da habe ich auch am Anfang gedacht, mit Blau,
das für ein Quatsch? Nee, ist tatsächlich kein Quatsch. Das wirkt. Das wirkt. Man muss es nicht dolle sehen, aber so ein bisschen. So, mal gucken, was wir hier vorne noch machen können. Hier haben wir auch noch ein paar Wellen. So, irgendwas Schönes hier hin. Strand haben wir auch noch. Gott. Mal gucken, was wir da alles noch machen. Nehmen wir noch ein Pinselchen. Vielleicht haue ich hier noch mal ein bisschen was rein. So. Oh Gott. Eine Wellenexplosion. Keine Ahnung, was das hier wird. Wir werden es gleich sehen. Irgendwas. Ja. Wer weiß, von wo die Welle noch gekommen ist hier. So. Ich würde sagen, hier hinten hauen wir auch noch ein paar kleine Sachen rein. Hier mit dem Spachtel. So. Oh Gott. Fettfarbe. Mächtig Fettfarbe. Alrighty. So, und vielleicht haben wir ja auch noch ein bisschen Platz. Okay. Kriegt es ja auch noch ein bisschen was. Das sind alles immer noch ganz kleine Strichchen, irgendwelche Highlights. Ja, ich könnte auch jetzt sagen, zum Beispiel hier, wo wir eigentlich schon waren, da könnte ich jetzt auch noch mal ein bisschen was Dickeres draufhauen. Ja, gerade hier so, wo ich vielleicht meine, dass da etwas mehr Licht hinkommt. Da schimmert das ganze Wasser einfach. Ja, weil hier voll viel Helligkeit drauf knallt. So dass man wirklich schon fast Schmerzen in den Augen bekommt, weil es so hell ist. So, guckt mal, was das macht. Ja? Mega cool. Da kommt einfach viel, viel mehr Helligkeit hin als hier. Hier ist vielleicht ein bisschen eine Wolke drüber oder so, die einen kleinen Schatten wirft. Wer weiß. Hier mache ich auch noch ein bisschen was hin. Da haben wir auch noch etwas Helleres. So, eine Kleinigkeit. Gut. Ich nehme jetzt meinen 2 Zoll Pinsel. Jetzt kümmern wir uns um dieses komische Exemplar, was da noch unten ist. Ja, da müssen wir ja auch noch was Schönes draus machen. Ich nehme einfach mal ein bisschen Weiß und ziehe dieses Weiß hier einfach mal rein. Zack. Schön reingezogen. Noch ein bisschen was. So, oben nach unten einfach mal reingezogen. Wenn ihr euch nicht traut, Augen zu und durch. Guckt einfach euch, guckt auf was anderes. Ja. Gut, hier auch noch. Zack. Jetzt schaut her, was jetzt passiert. Ja, jetzt habe ich ja hier ein bisschen was Helles reingezogen. Und wenn ich jetzt hier waagerecht drüber gehe, dann könnte man fast meinen, dieser Strand oder dieser Strand, der leuchtet jetzt so ein bisschen, der wirkt wie nass. Ja? Als ob man irgendwie da wirklich Wasser drauf gekippt hat. Dann schimmert das alles so im Licht. Der wirkt wie was Nasses. Als ob man nass ist. Und das wird auch gleich werden. Denn auf diesen kleinen Strandabschnitt packen wir nämlich auch ein bisschen Wasser. Ja, ein paar Wellen drauf. Nehmen wir noch mal ein bisschen Farbe. Ein bisschen neue Farbe. Gott, wo habe ich sie denn? Hier. So, nochmal ganz frisches Weiß. Wunderbar. Kleine Farbrolle. Und dann schneide ich mir jetzt hier auch noch ein paar kleine Wellen rein. Ne? Genau da, wo jetzt hier die Kante noch ist. Ja, wo jetzt Wasser auf Boden trifft. Da setzen wir auch einfach eine kleine Welle rein. Wie ich vorhin schon gesagt habe, alles muss miteinander so ein bisschen verbunden werden. Gerade bei Seelandschaften. Alles gehört zusammen. Oh, ein bisschen Wischiwaschi machen hier. Und schon läuft das.
Ja, mega cool, oder? Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie toll das Ganze funktioniert. Ne? Natürlich muss man es ein bisschen üben. Übung macht den Meister. Das ist mit allen Sachen einfach so. Ja? Gerade auch meine ganzen Kursleute, die dann schon öfter da waren, da sehe ich zum Beispiel, wie schnell die Fortschritte machen. Ne? Und im Kurs nehmen wir uns auch noch mal ganz anders Zeit. Da geht es dann auch noch mal um so Kleinigkeiten, um Details, die man natürlich jetzt hier in der Kürze der Würze alle gar nicht so richtig ja, zeigen und erklären kann. Ja? Mit einem halbwegs sauberen Fächerpinsel ziehe ich das hier mal hinten noch ein bisschen raus. Bewahre mir aber hier vorne diese schöne, dicke, fette Spur auf. Ja? Das sind so wirklich so wie Schaumerscheinungen. Ja, als ob hier so Schaum angespült wird durch diese ganzen Wasserbewegungen. Oh. Irgendwas ist hier. Ja, guck mal, was so ein paar Striche ausmachen. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht cool? Vielleicht gibt es hier auch noch mal irgendwas. So. Hier auch. Ja, wir holen es jetzt zusammen, wir verblenden jetzt. Ja, und im Prinzip, wie ihr seht, mache ich eigentlich auch nur Wischiwaschi. Hin und her, 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 hin und her. Versucht das Ganze. Ne? Und falls ihr so aus der Gegend kommt, da wo wir halt unsere beiden Ateliers haben, ja, dann, falls ihr nicht zu Hause klarkommt oder das einfach mal probieren wollt, so unter Anleitung, ne? Ja, einfach mal schauen wollt, ist das was für euch, ne? Dann meldet euch ruhig bei uns. Wir sind jetzt erstmal eine ganze Weile unterwegs in Skandinavien für ein paar Monate. Künstlerpause, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und wenn ihr wissen wollt, wenn ihr schnellstmöglich wissen wollt, wann die nächsten Kurse starten, meldet euch einfach bei uns. Wir tragen euch in unseren sogenannten Newsletter ein. Und dann werdet ihr sofort erfahren, zu welchen Terminen, wann und wie unsere Kurse stattfinden und vor allem wo. Und dann sucht ihr euch euer Motiv aus, was ihr gerne malen würdet. Und dann innerhalb eines 5 bis 6 Stunden Kurses zeige ich euch, wie sowas funktioniert. Ne? Und ich habe jetzt schon Leute in Kursen gehabt, die haben schon jahrzehntelang nicht gemalt und haben im Prinzip ihr Talent oder ihre Leidenschaft dafür entdeckt. Unglaublich toll. Ja? Viele posten ganz stolz jetzt uns immer mal wieder so ein paar Fotos, die sie dann, also von Bildern, was sie halt so gemacht haben zu Hause. Und das ist wirklich beeindruckend, wie schnell die Leute Fortschritte machen. Ja, ich meine, ich habe es ja bei mir auch gesehen. Ja, ich mit meiner Kunst 4 damals in der Schule und vermeintlich untalentiert und wie auch immer unkünstlerisch. Ich habe es gelernt und ich lerne immer noch. Man lernt nie aus. So, schaut mal, was jetzt hier alles geschehen ist. Viele kleine Wellen. Ja, und das ist ja alles auch so richtig schön draufgegangen auf unseren Strand. So, und damit das nicht ganz so langweilig aussieht, können wir natürlich da auch noch ein bisschen was Schönes draus machen. So, mal schauen. Vielleicht haben wir hier auch noch sowas wie einen Felsen, ne, der hier einfach mal so, ja, der Fels in der Brandung. Oder warte mal, ich eskaliere ganz gerne. Wir packen jetzt hier mal so einen richtig großen Brummer hin. So, den male ich eigentlich nur aus. Eigentlich male ich den nur aus. So. Oder spachtle ihn aus, besser gesagt. So, vielleicht kommt er von hier oben auch. So. Der sieht jetzt erstmal so richtig furchterregend aus. Ja? Dass man so meint, oh Gott, was soll denn das schon wieder werden? Ja, und ihr könnt auch hier sehen, ne?
Ich habe klein angefangen mit diesem Felsen und dann kam mir auf einmal die Idee, ihn einfach größer zu machen und zack ist er größer. Habe ich einfach mal so entschieden. Vielleicht hier. Hier ist auch noch einer. So. Vielleicht hängen die sogar zusammen. Guck mal. Warte mal, hau ich sie einfach zusammen. Zack. Ja. Dann spachtle ich das hier noch ein bisschen aus. So, dass wir einen schönen, dunklen, nahezu hässlichen Untergrund haben. So, guck mal. Okay. Ja, hier noch eine kleine Kante. So. Soll reichen. Ja, wisst ihr was? Okay, pass auf. Also, ich sehe hier gerade was. Also, vielleicht braucht man doch noch einen, der ein bisschen abseits steht. Hier. Ne? Oder vielleicht hier vorne. Ah, ein kleiner. Eine Stolperfalle. Eine kleine Stolperfalle. Why not? So, irgendwo habe ich hier noch so einen halbwegs nicht ganz so sauberen Fächerpinsel. Den nehme ich jetzt einfach mal. Und diese Kante hier, diese hässliche dunkle, die packe ich einfach mal mit in meinen Strand. Das ist unser Schatten. Und schaut mal, wie einfach das geht. Wie einfach das geht. Ich nehme einfach bloß einen dreckigen Pinsel oder hier ein bisschen Farbe und ziehe das hier nur so wischiwaschi-mäßig, wie ich immer so schön sage, rein. Falls ihr jetzt eure Wellen verliert, na, dann setzt ihr sie wieder ein. Nicht traurig sein. Nicht traurig sein. Guck mal, jetzt könnte man fast meinen, hier wirft er so ein kleines bisschen Schatten, oder? Fantastisch. Mega cool. Und wenn das mal nicht so gut funktioniert, dann nehme ich sogar noch ein bisschen Farbe. Mache ich beim Pinsel eigentlich nur noch dreckiger. Ist das nicht fantastisch? Mega toll. Super. So, meinen Spachtel habe ich hier hinten irgendwo halb dreckig hingeschmissen. Den nehme ich jetzt auch wieder. So. Ein bisschen was von dem hellen Braun und dann schaut mal, was passiert. Wie jetzt aus dieser dunklen, hässlichen Fläche Leben hier ins Spiel reinkommt. So, hier ist Lebendigkeit drin. Das ist einfach nur dunkles Braun gemixt. Oder allgemein braun gemixt mit ein bisschen weiß. Ne? Das sieht nicht cool aus. Vielleicht hier hinten auch noch. Hier guckt auch noch ein bisschen was hervor. Ne? Auch nur so ein paar Punkte, ein paar helle Punkte und schon lebt das Ding. Hier auch. So, mal vielleicht so hier. Kuddelmuddel. Oh, habe ich schon alles aufgebraucht hier. Also, noch mal ein bisschen weiß, noch mal ein bisschen braun. Irgendwas Schönes, Suppiges. Ne? Ist ein bisschen dunkel. Hauen wir einfach mal weiß oder weiß-blau rein. Juckt mich gar nicht. Warte mal, haben wir noch mal ein bisschen normales Braun. So. Okay. Ah, das sieht gut aus. Mach's mal ein bisschen heller. Zack. Reingezogen. Und schon haben wir's. So. Der hier kriegt auch noch was hier. Tak, tak, tak. Und schon haben wir einen Felsen. Und vor allen Dingen einen beeindruckenden Felsen. Ne? Ein Felsen, der richtig Charakter hat. Richtig Charakterstärke beweist hier. Ja, vielleicht geht der Felsen hier sogar ein bisschen mit in unseren Sand über. Ihr müsst es nur tun. Und dann habt ihr es. Das klingt immer so einfach, ne? Und dann steht man wirklich davor. Ich meine, ich kenne es, wo ich angefangen habe. Da stand ich auch erstmal davor und dachte so, um Gottes Willen, was denn jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Mega. Okay, vielleicht noch eine kleine Wasserlinie. Das Wasser, das fuddelt hier auch noch ein bisschen rum, hier und da. Hier geht vielleicht auch ein bisschen irgendwie Wasser rein. Ja. Kommt hier raus und verläuft sich auf unserem Strand. Und jetzt mal vielleicht noch eine ganz coole Idee, was wir jetzt hier hinten noch machen können. Ich nehme noch mal ein bisschen weiß. Ja, und dann könnte hier zum Beispiel vielleicht auch ein bisschen so ein kleines Wasser, so ein Rinnsal, einfach mal runterfließen. Ist das nicht cool?
Guck mal hier, wir müssen nicht übertreiben. Vielleicht, ja, vielleicht okay, hier noch so ein bisschen. Und schon haben wir ein Wasserrinnsal. Ne? Die Welle knallt ja drauf und zack. Fließt hier so ein bisschen Wasser runter. Mega. Aber warte mal, vielleicht hier auch noch ein bisschen. Hier kommt irgendwo hier hinten vor. Da läuft's runter. Das ist doch was, oder? Gut. So, was meint er? Was können wir noch machen? Wir können jetzt... Ach, pass auf. Erstmal können wir vielleicht hier noch was machen, was Schönes. Ja, hier noch eine schöne Wasserkante drunter ziehen unter unserer Welle. So. Irgendwas ist hier noch. Ja, vielleicht zieht sogar hier gerade die Welle das Wasser hier so lang. Guck mal, ich kann mit dem Spachtel kann ich sogar wie verblenden. Ich muss nur zärtlich sein. Hier, schau mal. Oh Gott. Gruselig. Oh Gott, was habe ich nur gemacht? Was macht er nur? Oh je, jetzt ist auch noch braun mit drin. So, und das Ganze mache ich jetzt einfach nur ein bisschen weicher. Schon habe ich ein bisschen mehr Struktur einfach mal in meiner Welle drin. So. Oh, was Schönes. So. So schön vorsichtig sein. Ich nehme, wie gesagt, immer ganz gerne hier meinen Lieblingspinsel, weil er es einfach alles so schön macht. So schön weich. So, aus Geschmackssache. Unsere Wasserlinie haben wir ein bisschen verloren. Setze ich jetzt hier nochmal mit ein. Schön dick. So, okay. Blenden wir auch noch ein bisschen nach oben. Ja. Ja. Hier sieht es auch noch ein bisschen mau aus. Oh, hier ist auch noch irgendwas. Okay. Das war ein bisschen verschlimmbessern. So. So, jetzt passt mal auf. Wir haben jetzt hier relativ viel Felsen auf der linken Seite. Damit das Ganze etwas ausgeglichener ist, brauchen wir natürlich auf der rechten Seite vielleicht noch einen. Jetzt sind wir ganz verrückt. Jetzt sind wir ganz verrückt. Aber ich glaube, der passt da wirklich noch richtig super hin. Auch ein bisschen Helligkeit. Und schon steht er. Natürlich könnte man jetzt auch wieder ein bisschen mit Blau noch den Schatten noch mal etwas hervorholen. Ach, warum nicht? Komm, machen wir einfach. Nicht zu faul sein. Hier und da ist noch ein bisschen was Dunkles mit dazwischen. Ein paar Canyons, hier von mir aus auch so. Okay. Es soll so sein. Es soll so sein. Götti. So, um den darf natürlich die Wasserlinie nicht fehlen. Ansonsten hängt er in der Luft. Ne? Er gehört dann noch nicht zum Bild. Die Wasserlinie hier darf nicht fehlen. Ganz toll wichtig. Ne? Und schaut mal, wie toll das gleich aussieht. Wenn da dieser kleine, dicke, weiße Strich einfach mit um diesen Felsen geht. Oder? Und hier könnten vielleicht noch Felsen unter dem Wasser sein, die so vorschimmern. Ja, die schimmern einfach so vor. Ja, und hier passiert einfach noch mal was. So, ihr Lieben, schaut mal.
Jetzt habe ich einfach mal hier diesen kleinen Pinsel genommen und etwas Verdünner mit ein bisschen Blau dazu. Und jetzt können wir noch ein paar kleine Details hier einfach mal einbauen. Und schaut mal, was diese kleinen Mini-Details eigentlich gleich bewirken. Ja, die bringen deutlich mehr Lebendigkeit rein. So, schaut mal, vielleicht könnten wir jetzt hier hinten sagen, okay, ja, hier und da vielleicht so ein paar kleine Möwen. Dann natürlich ein bisschen Luft anhalten. Ne? Die sind natürlich nicht ganz ohne. Ja, ne? Kleines bisschen mehr Lebendigkeit. So, und schaut mal, was haben wir noch? Vielleicht kann man hier noch mal diese Kante noch mal ein bisschen schöner machen. Ne? Ich habe ja jetzt hier einfach noch mal dunkles Blau genommen. So. Und dann können wir jetzt hier das einfach noch mal ein bisschen dunkler nachziehen, noch mal ein bisschen schöner machen. So. So, mit schöner dunkler Farbe. Ich nehme jetzt einfach mir hier ein bisschen Verdünnung, ein Schwarz und ein bisschen Braun. Nur ein paar Ideen, was ich euch gerne noch vielleicht zeigen würde, wie man das hier schön ein bisschen aufpeppen kann. Und vielleicht haben wir ja hier auf diesem Felsen, ja, vielleicht steht ja hier, geht über alles drüber. Oh, bis in den Himmel. Bis in den Himmel. Vielleicht steht hier ein alter, toter, knorriger Baum. So, damit der natürlich hier nicht beim ersten Sturm bricht, muss der natürlich auch etwas mehr Halt kriegen. Also eine schöne große Wurzel.